Hallo und herzlich willkommen zu unserem Ausbildungsprogramm. Ich würde euch gerne ein paar Tricks zeigen und ich lege auch sofort los. Es geht hier schon los bei den Settings. Wir haben die Möglichkeit, natürlich die deutsche Sprache hier auszusuchen und weitere Einstellungen vorzunehmen. Wir können uns die Preise anzeigen lassen oder auch nicht anzeigen lassen. Es ist sehr nützlich eigentlich wenn Sie zum Beispiel die Zeichnung der Motorpumpen oder beziehungsweise unseres Pumpenträgers und der Komponenten mal einen Endkunden zuschicken wollen. Und wir können die Darstellung hier auch nochmal variieren. Ich werde anschließend nochmal darauf zurückkommen. Ich starte direkt los mit dem Motor. Wir haben hier verschiedene Motoren, die wir hier aussuchen können. Wir können B5 Motoren, aber genauso gut B14 Motoren, amerikanische Standards wie die NEMA-Motoren, japanische Diesel, Benzin und Servomotoren. Für die Servomotoren werde ich euch nochmal ein Video drehen und nochmal speziell auf die einzelnen Möglichkeiten eingehen. Motordrehzahl. Wir haben hier verschiedene Netzbereiche, 50 Hertz und 60 Hertz, aber genauso gut die Drehzahlbereiche von 750 bis 3600. Und wir gehen mal von einem Standardfall mit 50 Hertz und 1500 Drehzahl. Motorleistungen haben wir von 0,09 bis 450 kW. Und ich werde mal einen Standard aussuchen im 11 kW Bereich. Wir haben Pumpenhersteller, 4600 Pumpentypen. Hersteller haben wir roundabout 150 drin gespeichert und es geht bei No Name los. Und dort unter No Name haben wir die SAE Bohrbilder von SAE A bis SAE E mit 2 und 4 Bohrungen, das Ganze nochmal hier dargestellt. Das ist jetzt im Bereich von No Name. Ansonsten die Pumpenhersteller sind alphabetisch sortiert, von A wie Allweiler bis Y wie Jucken. Übrigens, wenn Sie mal einen Buchstaben oder einen Pumpen mit einem Anfangsbuchstaben Z haben, der noch nicht hier bei uns angelegt ist, ihr seht hier unten bei Jucken hört es auf, können wir gerne oder würden wir gerne zeitnah für euch den Pumpenhersteller anlegen. Wir brauchen aber dafür die vollständige Dokumentation und würden euch bitten, uns das mal zukommen zu lassen. Ich wollte noch, bevor ich hier losstarte, euch noch mal ein wichtiges Bild zeigen. Das ist dieses hier, HBE. Das zeigt zum Beispiel, also es wird keine Zeichnung angezeigt, das ist nur ein HBE-Bild, wird angezeigt, wenn bei Ihrer Auswahl oder bei eurer Auswahl technische Parameter wie das Drehmoment oder die Flächenpressung der Passfeder ein Problem darstellen würden. Unser Programm errechnet auch nach jedem Mausklick die Übereinstimmung der Motor- und Pumpenparameter und zeigt dann auch die technisch und kaufmännisch günstigste Zusammenstellung oder Setzung der Komponenten. Dennoch, falls euch eine Auslegung nicht gelingen sollte und Ähnliches habt und dennoch der Meinung seid, dass das klappen müsste, spricht uns einfach an und wir werden das nochmal für euch untersuchen und euch dann auch eine Sonderlösung anbieten. Ich gehe mal zurück auf die Motorleistung von 11 kW, wie versprochen, und auf den Pumpenhersteller. Ja, ich gehe mal einfach mal auf eine Axialkolbenpumpe von Rexroth zum Beispiel und da kennen wir, oder ist euch bestimmt auch ein Begriff, die A10 VSO 71 zum Beispiel, die ich jetzt hier aussuchen. Wir haben ja wie gesagt 4600 Pumpentypen und es werden auch immer mehr. A10 VSO 71, 31, also in dem Fall hier mit Passfeder, aber wir haben auch die Möglichkeit, das Ganze verzahnt auszuwählen. Ich nehme mal erstmal mit Passfeder und gehe mal durch. Die Pumpenträger, was man hier sieht, im Pumpenträgerbereich haben wir einen Standardpumpenträger in Aluminium. Also, wie anfangs schon gesagt, unser Programm sucht dann auch dementsprechend für die Anwendung auch die wirtschaftlichste oder beziehungsweise die Zusammenstellung kaufmännisch und technisch die günstigste Zusammenstellung für euch aus. Aber wir haben noch die Möglichkeit, einen Graugusspumpenträger auszusuchen. Habe ich euch versprochen, dass dann ein separates Video folgen wird. Und auch einen Kühlpumpenträger. Ja, hier bei dem Kühlpumpenträger kann ich euch Folgendes dazu sagen, dass wir hier eigentlich mit so einem Klick schon vieles sehen können. Es geht hier los bei dem Lüfterrad, was man hier sieht, und natürlich auch hier oben bei dem Kühlelement, was angebracht ist. Die PTOKs werden meistens eingesetzt, um die Lökölkühlung der Pumpe zu betreiben und dann auch sind von der Baulänge her immer identisch mit den Standardpumpenträger, die wir haben, also nach VDMA-Richtlinie.
Lüfterrad und Kühlelement habe ich euch schon gezeigt, dass im günstigsten Fall oder gerade hier im Kühlelement im günstigsten Fall je nach Umgebungstemperatur eine Kühlleistung von ca. 30 bis 40% der installierten Motorleistung erreichen kann. Und der PTOK hat noch hier generell eine Dämpfung mit eingebaut, sodass mögliche Vibrationen schön absorbiert werden können. So, dann Stahlpumpenträger, auch mit einem Mausklick problemlos auszulegen oder ein Edelstahlpumpenträger, die wir beide bei uns im Werk schweißen. Ich gehe mal zurück auf den Standardpumpenträger und werde euch jetzt mal mit einem Dämpfungsflansch, in dem Fall eine waagerechte, also eine horizontale Einbauweise, nochmal demonstrieren, was man damit machen kann. Man kann hier unten im Zubehörbereich noch weiteres Zubehör hinzufügen, wie einen Fußflansch oder eben noch die dazugehörigen Dämpfungsschienen. Natürlich Montagebohrung, Gitter, Leckölbohrung auch machbar. Die sind auch dementsprechend hier die Montagebohrung, unten die Leckölbohrung bemaßt. Wir haben komplette Maße von hier oben rechts die Kupplungsnabe motorseitig, unten die Kupplungsnabe pumpenseitig angezeigt und Zentrierung, Teilkreis, Artikelnummer, die Bezeichnung der einzelnen Artikel und natürlich auch noch die Listenpreise drin. Eine horizontale habe ich euch jetzt gezeigt. Jetzt werden wir auf eine vertikale gehen. Ich gehe erstmal ohne Montagezubehör und kehre nochmal hier in diese Einstellung ohne Dämpfungsflansch. Und für den vertikalen Einbau haben wir hier im Zubehörbereich den Dämpfungsring, den wir auch sofort auch hier angezeigt bekommen. Das ist hier zum Thema Pumpenträger und Pumpenträgerzubehör. Und ich würde euch gerne, ich nehme das alles mal hier raus. Wie ihr seht, kann man das Ganze sehr schön immer wieder mal zum Ursprung zurückkehren. Und ich kann auch bei der Kupplung, habe ich die Möglichkeit, standardmäßig die drehelastische Klauenkupplung die hat sich auch in den letzten Jahren wirklich durchgesetzt. Das sind die meisten verbaute Kupplungstypen bei uns. Wir haben noch die Starek, also die Bodenzahnkupplung und die Softex CS, die mit den Servomotoren dann dementsprechend eingesetzt wird. Zurück auf die Softex drehelastische Klauenkupplung. Nochmal, unser Programm sucht für euch die kaufmännisch und auch technisch günstigste Lösung aus. Aber ich kann, und wie man sieht auch hier vom Werkstoff her, haben wir eine Kupplung aus Aluminium und ich kann den Werkstoff auch dementsprechend hier mit einem Mausklick verändern und habe in dem Fall GG, also Grauguss, und die Zahnkranzhärte kann ich auch dementsprechend verändern. 92, also auf jeden Fall, also anhand der Drehmomente der Pumpe und des Motors haben wir auch dementsprechend dann auch die Mindestanforderung hier, aber für eine zusätzliche ich sag mal, Sicherheit kann man den zusätzlichen Drehmoment um mindestens 50% erhöhen, indem man hier durchklickt und 95 oder 98 schon das Ganze auswählt. Wenn Sie eine ATEX-Anwendung haben, kann man auch hier einfach anklicken und hat man auch dementsprechend die ATEX-Nummern dazu. Das Programm weiß auch, in dem Fall zum Beispiel, wenn ich die ATEX hier rausnehme und gehe bald wieder auf Aluminium und drücke ATEX drauf, wird er mir nie eine ATEX-Anwendung mit Aluminium. Der geht sofort und springt auf Grauguss um, was auch richtig ist. Motornabe verlängert, auch möglich, mit einem Tastenklick. Mausklick und dann hat man auch dementsprechend hier dann die Motornabe verlängert. Eine Sache wollte ich euch noch zeigen, weil hier bei der Kupplung ist noch eine Besonderheit, die jetzt nicht angezeigt wird, weil wir eine Passfederkupplung haben. Aber in dem Fall, wo ich hier die Pumpentype von Passfeder auf verzahnt ändere, dann habe ich hier eine verzahnte Welle, wie ihr seht, unten rechts. Habe ich hier, oder Kupplungsnabe, dann habe ich hier die Möglichkeit unter Kupplung auch eine Klemmnabe hinzuzufügen, die wir auf jeden Fall euch wärmstens empfehlen, damit sich die Kupplung nicht verschiebt oder verrückt auf der Welle. Also Klemmnabe problemlos mit wählbar. Alles, was ihr ausgewählt habt, könnt ihr anschließend als PNG, als PDF oder als Step-Datei euch ausdrucken lassen oder in eurem Projekt mit hinzufügen. Ganz kinderleicht, einfach durchklicken, kann man das Ganze dementsprechend hinzuziehen. Eine Sache noch, wenn ihr das für euch nutzen wollt, haben wir die Möglichkeit hier, ich gehe jetzt mal ganz einfach mal raus, um euch zu zeigen, wie ihr euch einwählt.
Also bei uns auf der Internetseite im Login-Bereich hingehen, dann P-Kalkulator für Pumpenträgerkalkulator und hier unten seht ihr auch die Möglichkeit, ein Login jetzt anmelden, eure Kundennummer, falls ihr keine Kundennummer habt, einfach als Gast, einen Gastzugang anfordern, unten Name, Unternehmen, E-Mail-Adresse, einfach durchklicken, Zugang anfordern und das wird euch zeitnah zugeschickt. Das war's von mir. Ich hoffe oder ich bin mir sicher, dass ihr das ein oder andere schon angewendet habt und auch das Programm bestimmt auch euch Spaß machen wird. Kommt auf uns zu, falls noch irgendwelche Rückfragen sind und wünsche euch viel Vergnügen damit.